Johanns Projekt als Straßenmusiker. Johann ist 26 Jahre alt und spielt Gitarre und Mundharmonika, seit er 14 ist. Er liebt Musik und hat schon in kleinen Kneipen und auf Partys gespielt. Doch er möchte wissen, ob er damit draußen vor Fremden bestehen kann, ohne Bühne, ohne große Technik. Eines Tages beschließt er, als Straßenmusiker durch einige deutsche Städte zu ziehen. Er packt seine Gitarre, ein tragbares Notenpult und eine Handvoll selbstgeschriebener Songs. Dann kauft er sich ein Bahnticket quer durchs Land und sagt sich, jetzt probiere ich aus, was meine Musik taugt. Sein erster Stopp ist Köln. Dort steigt er morgens aus dem Zug, sucht einen belebten Platz in der Nähe des Doms. Er stellt seinen Gitarrenkoffer hin, schreibt mit Kreide seinen Namen Johann, Musik für alle. Anfangs zittert er ein bisschen, weil er Angst hat, niemand könnte stehen bleiben. Doch er atmet tief durch, schlägt die ersten Akkorde an und singt. Seine Stimme hallt leicht, Passanten laufen vorbei. Tatsächlich bleiben einige stehen und lauschen. Ein älterer Mann nickt im Takt, ein Kind klatscht in die Hände. Nach dem ersten Song wagt Johann es, die Leute zu grüßen, bedankt sich und spielt weiter. Langsam landen ein paar Münzen in seinem Koffer. Am Nachmittag hat er schon ein kleines Publikum gehabt. Er zählt sein Geld, kauft sich davon ein Sandwich und überlegt, welche Songs gut ankamen. Eine Frau riet ihm, mehr bekannte Lieder zu spielen. Er ist aber hin und her gerissen, weil er eigentlich seine eigenen Stücke präsentieren möchte. Er beschließt, einen Mittelweg zu finden und mischt Coverversionen mit eigenen Titeln. Abends geht er in ein günstiges Hostel und schwärmt in seinem Tagebuch vom Gefühl, zum ersten Mal echtes Straßenlob bekommen zu haben. Am nächsten Tag probiert er es in der Fußgängerzone. Er merkt, dass hier mehr Trubel ist, aber auch mehr Konkurrenz. Andere Musiker, Jongleure, sogar ein Puppenspieler. Johann fühlt sich kurz eingeschüchtert, doch er beschließt, selbstbewusst sein Set zu spielen. Ein kleines Mädchen tanzt dazu, die Eltern lächeln. Ein Tourist filmt ihn. Johann spürt, dass Straßenmusik eine ganz eigene Welt ist. Spontan, direkt, ungeschönt. Auch Kritik kommt unverblümt. Eine Passantin ruft genervt: »Leiser bitte!« Er zuckt mit den Schultern und versucht, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Nach 2 Tagen in Köln packt er seine Sachen, nimmt den Zug nach Frankfurt. Dort sucht er am Mainufer einen Platz. Die Kulisse mit den Hochhäusern im Hintergrund gefällt ihm. Er spielt bei Sonnenuntergang, während Geschäftsleute im Anzug vorbeijoggen und Touristen Fotos machen. Ein junger Mann bleibt stehen, beginnt mit Johann zu jammen, weil er selbst Mundharmonika in der Tasche hat. Spontan spielen sie einen Blues. Leute applaudieren, legen Geld ins Kästchen. Johann freut sich über solche Zufälle, die das Straßenmusikerdasein so besonders machen. Eine ältere Dame mit Krückstock bittet Johann, ein Lied von Bob Dylan zu spielen, weil es sie an ihre Jugend erinnert. Johann kennt den Song und interpretiert ihn auf seine Weise. Die Frau lächelt mit Tränen in den Augen, bedankt sich herzlich. Für Johann sind solche Begegnungen wertvoller als das Geld, das er einnimmt. Am 4. Tag zieht er weiter nach Heidelberg, wo er die romantische Altstadt als Kulisse nutzt. Er stellt sich in die Nähe der alten Brücke, genießt den Blick auf das Schloss. Jedoch merkt er, dass hier viele Touristen rumlaufen, die nur kurz verweilen. Trotzdem sammelt er ein paar Münzen und einige Studenten, die in der Nähe wohnen, laden ihn abends auf ein Bier ein. Sie wollen mehr über sein Leben als Straßenmusiker wissen. Johann erzählt bereitwillig von seinen Eindrücken. Zwischendurch überkommt ihn auch ein wenig Einsamkeit. Er schläft meist in Hostels oder günstigen Gästezimmern, kann sich kein Hotel leisten. Manchmal sind die Nächte laut. Er findet wenig Ruhe. Er vermisst seine Familie, denkt ans eigene Bett.
Doch er sagt sich, das sei Teil des Abenteuers. An einem Tag spielt er stundenlang bei Hitze und merkt, wie sein Hals trocken wird. Er nimmt einen Schluck Wasser, doch seine Stimme wird heiser. Er muss eine Pause einlegen, sonst riskiert er eine Kehlkopfentzündung. Einmal entdeckt ihn ein Restaurantbesitzer und fragt, ob er abends in der Kneipe ein paar Songs spielen will. Johann stimmt zu, erhält dort ein kleines Honorar plus freies Essen. Er hat Glück, das Publikum ist gut drauf, klatscht begeistert, und am Ende steht sogar ein Trinkgeldglas auf dem Tresen. Solche Gelegenheiten motivieren ihn weiter. Nächste Station: Nürnberg. Dort ergattert er einen guten Platz am Hauptmarkt. Allerdings stört das Glockenspiel der Kirche seine Performance, weil es genau in der Mitte seines Sets ertönt. Er lacht und macht eine Pause, hört das Glockenspiel an und spielt danach weiter. Immer flexibel bleiben, das lernt er schnell. Während seiner Reise sammelt er in einem kleinen Notizbuch Ideen für neue Lieder. So entstehen 2 Songs, in denen er Geschichten von der Straße erzählt. Der eine handelt von einem Obdachlosen, der ihm jeden Tag zuwinkt, der andere von einer Künstlerin, die pastellfarbene Porträts malt. Johann liebt diese authentischen Geschichten und hofft, sie irgendwann zu Hause aufzunehmen. Zur Halbzeit seiner Reise macht er einen Abstecher nach Stuttgart, wo ein Straßenmusikerfestival stattfindet. Dort erlebt er, wie viele talentierte Menschen es gibt. Er fühlt sich einerseits inspiriert, andererseits ist er beeindruckt von der Professionalität mancher Künstler, die mehrere Instrumente gleichzeitig spielen und perfekte Showacts abliefern. Dennoch findet er positives Feedback für seine eigene Musik. Später fährt er weiter nach Freiburg. Die Stadt hat er in vielen Erzählungen als lebensfroh und jugendlich gehört. Tatsächlich gibt es dort viele Fußgängerzonen mit gemütlichen Bächlein am Straßenrand. Seine Musik scheint den Leuten zu gefallen. Einige tanzen sogar zu seinen schnelleren Stücken. Ein Mann kommt nach dem Auftritt auf ihn zu und bietet ihm an, eine Woche in seinem Wohnzimmerstudio aufzunehmen. Johann notiert die Nummer, vielleicht wird daraus mal ein Projekt. Am Abend sitzt er in einer WG von Studierenden, die er zufällig kennengelernt hat. Sie kochen Nudeln, trinken Wein, sprechen über Kunst und Musik. Johann findet es spannend, wie leicht es fällt, unterwegs Kontakte zu knüpfen. Nach 3 Wochen hat er fast alle Städte seiner Liste besucht. Sein letzter Halt ist Hamburg, eine Stadt, die er schon von früher kennt. Er stellt sich an die Landungsbrücken, dort ist immer viel los. Das Wetter ist typisch nordisch, windig und ein wenig nass. Trotzdem spielt er entschlossen, taucht in seine Songs ein. Touristen bleiben stehen, machen Videos. Ein Kind wirft einen kleinen Plüschfisch in seinen Gitarrenkoffer. Johann lacht und behält den Fisch als Glücksbringer. Am letzten Abend gönnt er sich ein kleines Fischbrötchen am Hafen, schaut auf die Lichter der Schiffe und fühlt eine Mischung aus Stolz und Wehmut. Seine Reise geht zu Ende. Mit dem Zug kehrt er zurück in seine Heimatstadt, wo er von Freunden empfangen wird. Er erzählt begeistert von den Begegnungen, den schönen und schwierigen Momenten, von Sonne, Regen und Fremden, die ihm lächelnd Münzen gaben. Er zeigt ihnen das Geld, das er verdient hat. Nicht enorm, aber genug, um die Reise zu finanzieren und etwas übrig zu behalten. Bald teilt er online ein paar Videos, die Passanten gemacht haben. Die Resonanz ist warm. Manche fragen, ob er nicht eine kleine EP aufnehmen will. Johann überlegt ernsthaft, es zu tun, denn er fühlt sich selbstbewusster mit seiner Musik als jemals zuvor. Er hat jetzt eine Idee. Vielleicht nächstes Jahr eine Tour durch Österreich oder die Schweiz, weiter die Menschen mit seiner Musik erreichen. Denn eins ist klar: Straßenmusik hat sein Leben bereichert, ihn offener gemacht und gezeigt, dass Musik überall Brücken schlagen kann.